Willkommen zu einem weiteren Livestream von Kryptoalphabet. Der Kryptomarkt ist aktuell natürlich für die meisten sehr schwer anzusehen. Die Altcoins sind weiterhin am Fallen, Bitcoin ist seitlich am Flaggen und wir können aktuell sehr schwer über eine Altcoin-Season reden. Denn wenn wir solche Preise und solche Zeiten haben, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer aktuell über viel bessere Preise zu träumen. Die meisten von euch wären natürlich froh, wenn sie sogar zu den Einstiegspreisen, wo sie ihre Bitcoin bzw. ihre Altcoins gekauft haben, wieder steigen würden. Doch ich bin persönlich sehr bullish gestimmt. Ich bin wirklich sehr gehypt, was aktuell auf dem Markt passiert. Es ist im Grunde genommen eine komplett normale Korrektur. Natürlich für diejenigen, die das erste Mal im Kryptomarkt investiert haben, zum allerersten Mal einen Bullrun mitmachen, ist es natürlich sehr schmerzhaft, sein Geld verschwinden zu sehen, aber solange man die Projekte nicht verkauft, ist es natürlich nicht weg. Ich möchte von Anfang an euch sagen, dass ich kein finanzieller Anlagenberater bin, sondern alles, was ich euch sage, meine persönliche Meinung ist und keine Anlagenberatung. Es ist eine aktuell wirklich vor allem für Neulinge, vor allem für Investoren, die zum ersten Mal im Leben investiert haben, eine sehr schwere Zeit. Südstaatenlehrer, na wo bist? Stegi, mein Lieber, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ich werde auf eure Fragen und eure Chat, Kommentare etc. gleich eingehen. Das Allerwichtigste, bevor wir natürlich in die Themen einsteigen, wann die Old Season endlich startet. Wird es irgendwann mal noch eine Old Season in dem aktuellen Zyklus geben? Wird der Bullrun noch weiter vollführt werden? Einmal bitte diesen Kanal kostenlos abonnieren. Es ist für euch sehr einfach. Ihr geht hier runter, drückt aufs Abonnier-Button, könnt gerne auch Mitglied werden. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn die Old Season jetzt endlich starten sollte. Ich denke, sehr viele von euch wollen natürlich, dass die Preise wieder so langsam mal wieder angekurbelt werden. Aber ich bin persönlich sehr entspannt. Das, was wir aktuell haben, ist sogar eine sehr tolle Zeit. Ich bin mir sicher, am Ende des Jahres werden sehr viele von euch sagen, ich wünschte, ich hätte damals zu diesen günstigen Preisen die guten Projekte eingekauft. Es ist wirklich sehr schön. Ich kaufe immer wieder natürlich einige Projekte nach, von dem ich ausgehe, dass diese Projekte, wenn die Old Season kommen sollte, wovon ich natürlich auch ausgehe, dann diese Projekte mir einen 100x Anstiegspotenzial bieten können. Ich habe natürlich mein Portfolio sehr stark diversifiziert. Ich habe natürlich auch stabile Projekte, aber unter anderem auch ein, zwei sehr riskante Projekte, die aber einen starken Anstiegspotenzial bieten. Wie wir sehen können, alle Altcoins sind aktuell am Korrigieren. Natürlich ein, zwei Altcoins, die etwas stärker korrigieren, unter anderem Solana. Von Ethereum brauchen wir gar nicht zu reden, was bei Ethereum abgeht. Ethereum ist noch nicht mal gestiegen, dass es korrigieren könnte, aber Solana hat von seinem All-Time-High 2x Korrektur, also 50% Korrektur ungefähr hinter sich. Für viele natürlich aktuell sehr schmerzhaft. Und ich merke den Sentiment aktuell im Markt sehr stark. Ich weiß nicht, bevor wir starten, haut mal gerne in den Chat rein. Seid ihr bullish oder seid ihr bearish? Glaubt ihr an eine Old Season oder denkt ihr für den Zyklus, war's das mit dem Bullrun und wir gehen so langsam, aber sicher in den Bärenmarkt? Schreibt mir das Ganze gerne mal in den Chat oder in die Kommentare, je nachdem, wenn ihr das Ganze live anschaut. Sehr spannend. Fangen wir mal aber mit etwas Interessantem an. Ich werde gleich alle eure Nachrichten lesen. Attila, mein Lieber, ich bin wirklich glücklich, dass du da bist. Bei Spot bleiben und Sport treiben. Sport treiben. Sehr schön. Spot bleiben und Sport treiben, das hört sich sehr gut an. Ich möchte euch eine Sache zeigen, was meiner Meinung nach aktuell die wenigsten auf den Schirm haben. Und zwar hatten wir bisher zwei sehr große Old Seasons in der Geschichte von Krypto. Ich rede jetzt nicht von den Anfangszeiten, sondern von den Zeiten, wo Bitcoin und generell Kryptowährungen sich etabliert haben. 2017 war das Ganze so, 2021 war das Ganze so. Und aktuell kommen wir jetzt zu dem dritten und mit einer der größeren, hoffentlich Old Seasons, sage ich mal. Aber bisher hatten wir drei sehr große Old Seasons. Ich habe euch mal einen Chat-Ausblick von von einer alten Zeit mitgebracht. Damals, wie ihr sehen könnt, Krypto-Projekte, unter anderem auch sehr bekannte Gala Games, Sandbox, Shiba Inu, Gala Games mit 250.000% Anstieg
in dem gesamten Jahr, Shiba Inu mit 64 Millionen Prozent Anstieg, Phantom mit 7000%, Luna mit 12.000, Sand, ihr könnt ja sehen, sehr, sehr dicke Anstiege. Und so sieht eine Old Season aus. Dieser Ausschnitt ist nachdem Bitcoin sein Halving gehabt hat, also im Jahre 2021, 2020 hat Bitcoin sein Halving gehabt. Dieser Ausschnitt ist aus der Old Season nach dem Halving-Jahr. Letztes Jahr war das Halving-Jahr. 2017 genau dasselbe. Nach dem Halving-Jahr gab es die Old Season. Und aktuell sind wir auch wieder nach dem Halving-Jahr. Auch wenn wir uns jetzt mal den Kryptomarkt mal im Jahresblick mal anschauen, auch wenn das Ganze jetzt nicht wirklich nach einer Old Season aussieht, weil wir hier sehr viele rote Bubbles haben und ein paar Projekte, die ein paar Prozent jetzt gemacht haben. Natürlich XRP, Virtual Protocol, aber die nur 1000%. Wenn wir das Ganze mal vergleichen, hier die kleinsten Bubbles, wirklich die ganz, ganz kleinsten Bubbles, haben so einen Prozentanstieg hingelegt. Die kleinsten Bubbles. Und hier ist der größte Bubble zwischen 1000 und 3000%. Jetzt können sehr viele von euch kommen und sagen, hey, damals gab es aber viel weniger Projekte. Hier haben wir jetzt viel mehr Projekte und es ist schwerer, den richtigen Altcoin zu finden. Ja, aber auch wiederum nein. Es ist nicht schwierig, den richtigen Altcoin zu finden. Damals gab es natürlich viel weniger Altcoins, aber dafür gab es auch viel, viel weniger Investoren. Es gab auch viel weniger Kapital im Markt. Jetzt haben wir viel mehr Investoren. Krypto ist viel, viel populärer. Krypto ist viel bekannter. Natürlich gibt es 27.000, 40.000 Kryptowährungen. Das weiß ich natürlich auch. Aber von den 27.000 bis 30.000 Kryptowährungen sind eigentlich 90% tot. Natürlich gibt es so viele Projekte, aber 90% von ihnen sind tot. Wenn man sich aber mit den richtigen Projekten beschäftigt, bin ich der Meinung, und das sage ich aus meiner persönlichen Überzeugung und aus keiner Anlagenberatung, dass wir solche zumindest ähnlichen Anstiege bei dem ein oder anderen Projekt erleben können. Vor allem, wenn man die richtigen Projekte frühzeitig erkennt. Welche Projekte ich jetzt aktuell für solche Projekte halt, die solche starken Anstiege hinlegen können. Ob es jetzt genau 64 Millionen Prozent Anstieg Projekt sein wird oder nicht, kann ich euch jetzt natürlich nicht versprechen, aber der ein oder andere Projekt wird mindestens sein 10, 20x hinlegen. Wenn wir alleine mal Gala Games anschauen, welches 250.000% hingelegt hat, das ist gigantisch. Und welche Projekte das sind, welche Projekte ich investiere, dafür müsst ihr natürlich einmal diesen Kanal kostenlos abonnieren, weil ich bringe euch immer wieder den geilsten Krypto-Projekt auf dem Markt zum Vorschein. Wir haben auch eine kostenlose Telegram-Gruppe, da könnt ihr auch gerne beitreten. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und haut mir doch mal bitte jetzt einmal auf den Like-Button, wenn ihr bullish gestimmt seid. Wir haben einmal Globusan, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ich lese mir eure Kommentare gleich alle durch. Hakan, mein Lieber, auch einen wunderschönen Abend. Ich bin aktuell sehr, sehr bullish gestimmt. Diese roten Zahlen, die machen mir gar nichts aus. Ich kaufe jetzt nach. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass Krypto die Zukunft ist. Weil ich der Meinung bin, die Blockchain-Technologie wird in der Zukunft alle erdenklichen Bereiche übernehmen. Sei es im Bereich Real-World Assets, sei es im Bereich Gaming, sei es im Bereich Metaverse, im Bereich KI, im Bereich DeFi. In vielen, vielen verschiedenen Bereichen wird die Blockchain-Technologie und viele Kryptowährungen meiner Meinung nach ihre Positionen sichern. Und alte Systeme, die wir kennen aktuell, sei es Aktien, sei es irgendwelche verschiedene Möglichkeiten, wie man Geld hin und her transferiert, die werden meiner Meinung nach immer mehr aussterben. Wir bezahlen auch heutzutage nicht mehr mit Gold und Silber, wir bezahlen auch nicht mehr mit Schafen und Eseln, sondern wir bezahlen ja aktuell mit Geld und sogar mittlerweile mit digitalem Geld. Und in der Zukunft bin ich der Meinung, dass irgendwelche Projekte solche großen Aufgaben übernehmen können. Dann habe ich noch was sehr, sehr Spannendes. Und zwar Freitag, den 28. Februar, da sind wir in Nürnberg, da könnt ihr gerne mitkommen. Bitmart hat eine kleine Veranstaltung, kommt aber da gerne erstmal in die Telegram-Gruppe, wenn ihr Interesse an der Veranstaltung habt. Dann muss ich nämlich euch eintragen, weil das wird ein richtig cooler Event, da werde ich unter anderem mitsprechen. Da werden sehr viele Leute und auch sehr viele Zuschauer von uns mitkommen. Könnt gerne in unsere Telegram-Gruppe beitreten und gebt mir Bescheid, wenn ihr in der Nähe wohnt und auch gerne mitmachen wollt. Fangen wir mal aber an. Wo befindet sich aktuell Bitcoin? Bitcoin ist bei 93.000 bzw. 94.000 Dollar Marke angekommen.
Wir waren mit Bitcoin in den Top-Bereichen bei ungefähr 109.000 Dollar Marke. Jetzt sind einige von euch wahrscheinlich sehr, sehr stark bewundert, hey, der Markt ist aktuell sehr negativ gestimmt, wenn wir uns jetzt mal den Fear and Greed Index mal aufmachen. Das Ganze können wir nämlich hier sehr schön sehen. Auch unter meinen Kommentaren und auch bei den Aufrufen können wir das Ganze sehr schön betrachten. Die Stimmung im Markt ist ängstlich. Wir waren kurzzeitig bei 38. Es ist halt so, dass der Markt aktuell sehr, sehr ängstlich ist. Und wenn der Markt ängstlich ist, dann wird eingekauft. So ist meine persönliche Strategie und der Markt ist aktuell ängstlich. Wir sind von 110.000 Dollar Marke hinunter auf die tiefsten Punkte von ungefähr 90.000 Dollar Marke gefallen und das war eine Korrektur von ungefähr 17%. Ist natürlich für den einen oder anderen sehr, sehr viel, aber wenn wir uns die vergangenen Bullruns und vergangenen Anstiege beim Bitcoin betrachten, dann können wir eines feststellen, hey, die 17%, die waren mal hier unten. Wir haben mal 17% Korrektur bei Bitcoin hier in den Bereichen gehabt. Wir haben aber auch mal 30% Korrekturen gehabt. 27, 56. Das war nicht das erste Mal so. Es war auch in der Vergangenheit so. Wir haben immer wieder auch in Bullruns Korrekturen, die auch mal sehr stark ausfallen können. Und wenn man nicht bereit ist, wenn man nicht an die Technologie glaubt, dann sollte man in den Kryptomarkt eigentlich gar nicht investieren. Weil wir ja nicht von heute auf morgen, schön wäre es, wenn man von heute auf morgen reich werden würde, aber wir wollen definitiv langfristig gutes Vermögen aufbauen. Was natürlich nicht mit irgendwelchen Meme-Coins oder irgendwelchen hochriskanten Projekten geht. Wir diversifizieren unser Portfolio, damit wir den bestmöglichen Anstieg erleben können. Aber von heute auf morgen, wenn da jemand das will, das wird sehr, sehr schwer und da wird man auch sehr viel Geld verlieren. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin der Meinung, wenn man langfristig und intelligent an die ganze Sache rangeht, dann wird man die finanzielle Freiheit mit Kryptowährungen definitiv erreichen können. Man muss halt nur seine Emotionen kontrollieren. Gier und Angst muss man besiegen. Man muss auf sein Wissen erweitern. Man muss auch mal die Faulheit eines Menschen hinübersteigen und jeden Tag sich mit dem Markt beschäftigen. Und die Korrektur, was wir aktuell erleben, das ist gar nichts. Natürlich die Altcoins, ich gebe euch recht, die Altcoins fallen aktuell stärker. 36%, Bitcoin nur mit 17, doppelt so stark sind die Altcoins gefallen. Aber das hier war in der Vergangenheit genau auch der Fall. Wir haben 34% Korrektur, 38% Korrektur, 56% Korrektur. Ja, ich bin der Meinung, viele von euch sagen ja, hey, wir sollten doch aber jetzt langsam in eine Old-Season gehen. Ja, Februar war ein guter Monat für die Altcoins, aber ihr dürft nicht vergessen, der Februar war auch wiederum der Tiefpunkt der Altcoins. Das heißt, im Februar, wo die Old-Season gestartet ist, das ist hier ungefähr hier in den unteren Bereichen, das war Januar, Februar, das waren hier die unteren Bereichen, da war ungefähr der Tiefpunkt der Altcoins und seither sind die Altcoins natürlich gestiegen, beziehungsweise in dem vergangenen Bullrun, das Ganze kann ich hier sehr, sehr schön zeigen, Dezember, Januar, Februar. Diese Bereiche, die waren natürlich erstmal der Tiefpunkt, weil viele denken, hey, da müssen doch die Altcoins durch die Decke geschossen sein, aber nein, so ist es nicht. Das waren erst die Anfangsbereiche. Dann hat es über Monate gedauert, bis die Altcoins ihren All-Time-High gebildet haben. Es ist nicht von heute auf morgen passiert. Und ich denke, so einen ähnlichen Verlauf werden wir sehen. Die Altcoins werden ihren All-Time-High Richtung Ende des Jahres haben. Auch wenn viele mir das aktuell nicht glauben können. Wie gesagt, das hier baut natürlich nicht auf Glauben auf, sondern auf meine Analyse. Ich betreibe halt Tag und Nacht Chartanalyse. Ich beschäftige mich halt mit dem Markt. Und mir sagt der Markt halt, hey, wir sind am Anfang einer großen Rallye. Wir sind am Anfang eines Bullruns. Wir sind nicht am Ende, auch wenn aktuell der Markt sich so verhält. Wir sind relativ am Anfang. Philipp, mein Lieber, auch einen wunderschönen Abend. Willkommen. Und die Korrektur, die wir haben, das ist vollkommen normal. Dann haben wir natürlich die Dominanz von Bitcoin, die aktuell auch weiterhin am Steigen ist. Es ist für viele sehr, sehr schmerzhaft zu sehen, weil die Altcoins natürlich viel stärker fallen als Bitcoin. Aber das hier ist ein sehr positives Zeichen. Warum? Weil der Fall, wenn die Dominanz runterkommen sollte, dadurch auch die Altcoins viel stärker durch die Decke schießen lassen kann.
Und je höher wir steigen, desto stärker kaufen wir auch Altcoins. Zumindest ist das meine persönliche Strategie. Je höher die Dominanz, von mir aus soll es auf 75%, 80% steigen, aber dann gehe ich sowas von in Altcoins, zumindest in die gescheiten Projekte, weil wenn da die Dominanz dann runterfällt, hey, da machen wir dann Geld. Das ist halt meine persönliche Strategie. Und aktuell haben wir hier einen sehr, sehr wunderschönen Chart. Das hier ist der, lasst mich nicht lügen, ist es der 200er EMA? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hier haben wir einen Moving Average, der jedes Mal, wenn es angetestet wurde, eine Korrektur gesehen hat von 2017, 2000 und wurde halt noch nie nach oben wirklich durchbrochen. Und aktuell haben wir diese auch angetestet. Und jedes Mal, wenn wir es angetestet haben, vor allem nach dem halben Jahr, ist die Dominanz mal richtig stark in den Keller gegangen. Und in dieser Phase, da verdienen wir mit Altcoins natürlich sehr, sehr viel Geld. Viele natürlich leider pessimistisch gestimmt. Aufrufe, gönnen nicht mal einen Daumen nach oben auf die Videos, lassen nicht mal ein Abo da. Ich finde es wirklich schade, ey. Push doch die Videos, push doch einfach diesen Kanal. Ich verstehe es nicht. Wenn man in einer Marktphase, wo die Projekte fallen, negativ gestimmt ist, ängstlich ist, das ergibt für mich gar keinen Sinn. Eigentlich muss man positiv sein, weil umso stärker werden dann die Projekte steigen, wenn man jetzt einkauft. Man senkt sein DCA. Wir haben auch natürlich ein großes Problem bei Ethereum. Und das Interessante noch, bevor wir zu Ethereum kommen, wir haben noch nicht mal mit dem Total Free Market Cap ein All-Time-High gebildet, so ein signifikantes. Wir sind bei dem alten All-Time-High erstmal korrigiert. Wir haben da einen Widerstand gefunden. Und ich denke, weil auch natürlich Bitcoin die größte und stärkste Kryptowährung und die erste, keine Frage, aber die Altcoins haben einen viel, viel größeren Nutzen als Bitcoin. Bitcoin ist ein digitales Gold. Es ist das sicherste, was wir aktuell haben, aber im Endeffekt so einen großen Nutzen, wie manche Blockchains, die verschiedene Transaktionen pro Sekunde ausführen können, wie manche Blockchains, ja, wie Gaming-Projekte, wie auch immer, das bietet halt Bitcoin noch nicht und kann halt Bitcoin nicht bieten, weil ja das Ökosystem sehr, sehr langsam ist. Dafür ist es halt sehr, sehr sicher und auch dezentral. Und bei dem Chart Bitcoin Ethereum, weil wir sagen mal so, Ethereum ist halt so gesehen der Anführer der Altcoins. Wenn Ethereum steigt, steigen natürlich die Altcoins und Ethereum ist aktuell im Verhältnis zu Bitcoin sehr, sehr schwach und fällt natürlich viel, viel stärker. Wir haben ein neues lokales Tief gebildet, sind sogar über eine Langzeit-Trendlinie nach unten durchbrochen. Aber jedes Mal, wenn wir in diesen Bereichen von der Trendlinie waren, da gab es in der Vergangenheit immer eine Rejection. Wir konnten hier sehen, einmal das Ganze angetestet 2016, Ethereum ist im Verhältnis zu Bitcoin stärker gestiegen. Januar 2017 ist Ethereum sehr, sehr steil nach oben gestiegen. Das war die Old Season natürlich. Januar 18 nochmals einen sehr, sehr starken Anstieg. Januar 20 nochmals durch die Decke. 21 stark durch die Decke geschossen. Und wenn wir die unteren Linie antesten, dann war das Ganze ein positives Zeichen. Und aktuell sieht es so aus, als würden wir ungefähr in die Bereich gehen. Natürlich hat das Ganze nach unten weiter korrigiert. Das Ganze hat auch nun wahrscheinlich unter anderem mit der Geschichte von Bybit zu tun, mit dem Hack, was aktuell passiert ist vor ein paar Tagen, wo 1,4 Milliarden Dollar aus Bybit in Form von Ethereum rausgezogen worden sind. Das Ganze ist aber nicht direkt per se schlecht, weil die Hacker, die können das Ganze nicht von heute auf morgen auszahlen. Es geht nicht so einfach. Alle Transaktionen in diesem Bereich wurden natürlich gesperrt. Jetzt stellt sich die Frage, was wird als nächstes passieren? Es ist eigentlich nur die Angst. Und während die Masse Angst hat und die Altcoins verkauft, sich den Markt den Rücken zukehrt, kaufen im Hintergrund große Unternehmen sich dumm und dämlich. World Liberty Finance, also das Unternehmen von Trump, BlackRock kauft sich wirklich sehr, sehr eine goldene Nase. Natürlich MicroStrategy immer wieder, jeden Monat, zu jeder Zeit, auch zu den All-Time-High-Bereichen, kauft er sich Bitcoin ein. Natürlich keine Altcoins, aber im Sinne von, er ist im Markt aktiv, während die Masse eigentlich aus dem Markt flieht. Was meiner Meinung nach die schlechte Entscheidung ist. Natürlich Solana heute nochmals eine stärkere Korrektur gesehen. Das liegt unter anderem daran, dass es im März einen größeren Unlock geben soll, im Wert von ungefähr 2-3 Milliarden US-Dollar. Das hört sich natürlich vorerst mal sehr viel an, könnte auch ein bisschen den Markt, die Solana mal etwas
ja, schwere Zeit bieten. Aber wenn wir uns die Market Cap von Solana generell mal betrachten, von 75 Milliarden Market Cap sind eigentlich 2 Milliarden jetzt nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz ist der ganze Panik im Markt, der dafür sorgt natürlich, dass der Preis nach und nach runtergedrückt wird. Natürlich auch die Market Maker, da will ich jetzt gar nicht viel tiefgründiger rein. Aber jetzt seid ihr nochmal gefragt, glaubt ihr an eine Old Season? Glaubt ihr, dass Bitcoin noch steigen wird, dass wir einen Bullrun haben werden? Wenn wir uns nochmal den Chart von Bitcoin nehmen und uns, ich denke, ich habe das schon oft genug gezeigt, die Fibonacci Gunbox nehmen, dann hatten wir in der Vergangenheit, jetzt nehme ich nur mal vom Jahre 2021, aber das war in den vergangenen Bullruns sehr, sehr ähnlich. Also da muss ich jetzt nicht alles detailliert zeigen, aber ich kann es euch gerne mal hier präsentieren. Wir haben nämlich, und ich glaube sehr stark an die Fibonaccis, ich glaube sehr stark an den goldenen Schnitt, und wir können hier eines feststellen, der Bullrun Top vom Bitcoin war genau im goldenen Schnitt. Das war nicht einmalig, das war auch in dem vergangenen Bullrun genau auf den Strich, genau beim goldenen Schnitt, und es ist aktuell sehr, sehr spannend zu sehen, zumindest zwischen der 0,25er und der 0,38er sollte irgendwo Bitcoin seinen Top legen. Davor kann ich mir das Ganze nicht vorstellen, weil da wir keine Fibonacci-Bereiche haben. Und wenn wir jetzt den aktuellen Halving mit dem kommenden Halving vergleichen, dann würden wir erst frühestens April und spätestens irgendwo November den Top vom Bitcoin setzen. Und ich denke, aktuell können wir nicht von einem Top reden. Natürlich habe ich keine Glaskugel. Ich wünschte, ich hätte eine Glaskugel. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich werde definitiv abwarten und glaube an die Chartanalyse. Mal schauen, wohin die Reise hingeht. Ich kaufe immer wieder gescheite Projekte ein. Das, was ich auch immer wieder sage, welche Projekte ich einkaufe. Wie gesagt, abonniert dafür einfach diesen Kanal. Fangen wir mal an, was die Masse, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, was ihr denkt. Wir haben alle einmal Hakan Şükür, hallo zusammen, Wenmoon, hoffentlich bald, mein Lieber, einen schönen Abend zusammen, und Krypto hat auch schon viel mehr auf Anwendung als vorher. Definitiv das, was die meisten eigentlich gar nicht mehr betrachten, gar nicht mehr im Schirm haben. Krypto wird aktuell sehr stark genutzt. Krypto ist einfach eigentlich bei den meisten großen Unternehmen, wo jetzt mit irgendwelchen Transaktionen zu tun haben, eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, was die wenigsten leider nicht mehr bemerken oder gar nicht mehr wahrnehmen. Was haben wir noch? Dann haben wir noch Philipp, haben wir gesagt, Servus, Globo, Sun, na claro, bin im Herbst hinein, passiert definitiv was. Jetzt nun noch wieder gute Einstiegskurse finden im Sommerloch, definitiv. Ich würde mir jeden von euch sehr, sehr günstige Einstiegspositionen wünschen. Wir haben natürlich eine schöne Korrektur hinter uns. Viele von euch wollen natürlich, dass es jetzt endlich weitergeht. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn das Ganze passieren sollte. Aber auch wenn wir fallen, das bietet halt die Möglichkeit, günstig die guten Projekte einzukaufen. Ich denke, man kann nur gewinnen. Ansonsten, wie fandet ihr den Livestream? Haben wir genug Daumen nach oben bekommen? Hey, 10 Likes, das ist schon mal sehr, sehr schön. Stege, mein Lieber, die Zeit tickt. Sehr, sehr schön. Freut mich, dass ihr alle diesen Livestream mit mir gemeinsam anschaut. Wie gesagt, haut mir mal gerne in die Kommentare, in den Chat. Was haltet ihr? Werden wir jetzt noch eine Old Season sehen im Jahre 2025? Wann ungefähr schätzt ihr den Zeitraum ein? Denkt ihr im Sommer, Nachsommer, November, Oktober, September? Schreibt mir das Ganze mal in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr davon aktuell haltet. Ob ihr daran glaubt. Und schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, wie meine Stimme ist, wie die Lautstärke ist. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Yes, Sommer denkst du. Wann denkst du Sommer, Stegi? Wann? August, Juni, Juli? Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und vor allem zum Abschluss würde ich gerne mal ein paar Sachen mit euch besprechen. Andi, mein Lieber, du meinst April, beziehungsweise zwischen April und Mai. Das könnte hinhauen. Also ich denke mindestens frühestens April laut Chartanalyse. Das wäre
von Fibonacci-Zahlen her, denke ich, die richtige Richtung. Und spätestens halt November. Aber das wird sich halt definitiv noch zeigen. Im Hintergrund kaufen sich die Wale wirklich die Taschen voll. Weil wenn wir uns nun mal Bitcoin betrachten, es ist limitiert auf 21 Millionen Stück. Nicht wie unsere wie unsere Fiat-Währung, wo jeden Tag neu gedruckt werden kann. Ihr arbeitet zum Beispiel 5 Jahre, spart in den 5 Jahren von mir aus 50 bis 100.000 Euro oder jetzt, wenn ihr aus der Schweiz kommt, natürlich 1 bis 1,5 Millionen Franken. Und der Staat fängt an, von heute auf morgen dieselbe Summe auszudrucken. Damit erhöht der Staat natürlich die Anzahl von den Dollar oder von den Euros oder von den Franken, die im Umlauf sind, um das Doppelte. Das war jetzt nur ein Beispiel, das wäre jetzt der Extremfall, was natürlich in den USA passiert ist 2020, aber wer sagt denn nicht, dass es wieder passieren könnte? Und wenn das passiert, dann ist eure Arbeit, eure 5 Jahre, die ihr wirklich hart für das Geld gearbeitet habt, wo ihr Schweiß, Blut und Tränen vielleicht fließen lassen habt, auf einmal nur noch 2,5 Jahre wert, weil der Staat es euch so sagt. Hey, heute hast du gearbeitet, ich zähle nur deinen halben Tag als Arbeit. Und von daher ist Bitcoin zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um sein Geld wirklich langfristig sicher aufzubewahren. Auch wenn ihr zum Beispiel gar keine Gewinne damit machen solltet, ihr würdet zumindest euer Geld, und das ist auch mein Ziel, langfristig immer wieder in Bitcoin die Gewinne absichern. Auch wenn wir in die Bärenmärkte gehen, auch wenn wir Crashes sehen, Bitcoin wird meiner Meinung nach langfristig definitiv steigen. Stegi, yes, Sommer, Global Sun, November 25, das sieht echt auch nach meiner Strategie aus, also beziehungsweise meine Richtung, wo ich denke, wo es hingehen kann. Südstaatenlehrer, Juni sagst du. Okay, eure Nachrichten kommen etwas immer verspätet. Sehr, sehr komisch. Ich weiß nicht, warum das Ganze so ist, aber ich habe hier auch eine Möglichkeit. Ziel, Superchat, 30 Minuten. Ich kenne mich da ehrlich gesagt noch nicht mit dem Ganzen aus, deswegen baue ich das Ganze nach und nach auf. Ethereum statt Bitcoin, auch eine Möglichkeit. Ethereum, aktuell leider sehr viel gestohlen, aber zumindest ein Layer-1-Projekt, wo sehr viele verschiedene D-Apps aufgebaut werden können, das natürlich viel schneller und im Verhältnis zu Bitcoin günstiger ist. Dan Scott, Supra. Supra ist einer meiner Top-Projekte aktuell in meinem Portfolio. Ich sehe bei Supra einen massiven Anstieg. Ohne finanzielle Anlagenberatung, ich sehe, wenn die Old Season kommen sollte, wenn die Layer-1-Projekte kommen sollte, einen mindestens 10x bei diesem Projekt. Ungefähr. Also jetzt nicht, oh genau 10x, kann auch nur 8x sein, aber in die Richtung. Es wird explosiv steigen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, da muss sich jeder sich eigene Gedanken machen. Ich bin voll XRP. XRP ist auch ein sehr, sehr starkes Projekt. Vor allem zum einen die ganzen Partnerschaften mit den verschiedensten Banken auf der ganzen Welt. Zum einen die politische Verbindung zu Trump und ja, bestimmt auch Finanzierung von verschiedenen Sachen. XRP ist sehr, sehr stark. Vor allem, wenn es genutzt werden sollte für globale Transaktionen, kann das Ding wirklich steil durch die Decke schießen. Ob es jetzt wirklich in diesem aktuellen Bullrun passieren wird, ob es jetzt direkt in dem aktuellen Bullrun eingesetzt wird oder die Anwendung finden wird, das kann ich euch natürlich nicht versichern, aber ich denke, wenn, dann wird es sehr, sehr stark. Über XRP, wenn ihr wollt, kann ich nochmal ein separates Video machen. Natascha, danke, ich habe Zeit. Hey, investieren bedeutet natürlich geduldig sein. Wenn man keine Geduld im Markt hat, dann wird man auf kurze oder lange Hinsicht sehr viel Geld verlieren. Und ich kenne wirklich so viele Leute, die so viel Geld verloren haben. Es ist wirklich schmerzhaft. Ich bekomme viele Nachrichten. Ihr wollt meine Nachrichten gar nicht sehen, was ich alles bekomme von verschiedenen Leuten. Und das Ganze ist halt nicht nur einfach geschrieben, ich bekomme auch wirklich mit Bestätigung. Und daher möchte ich meine Community, euch alle schützen. Betrachtet alles langfristig. Ihr werdet langfristig definitiv viel erfolgreicher, als wenn ihr das Ganze kurzfristig betrachtet. Ihr müsst euch eine Strategie aufbauen, ihr müsst euch
ihr müsst euch im Klaren sein, das Investieren nicht von heute auf morgen. Wir investieren schon in einen sehr, sehr starken und einen schnell wachsenden Markt wie den Kryptomarkt. Und wenn man da nochmals in so kurzfristig, dann wird's sehr schwer. Ja, aber ich denke, sehr viele von euch wissen das. Also meine Community ist sehr intelligent. Da bin ich wirklich, ja, glücklich darüber. Aber ich habe schon Summen gehört, dass manche in der Korrektur, was wir vor kurzem haben, 100.000 Dollar, 50.000 Dollar verloren haben, weil sie überhebelte Positionen hatten. Und das wünsche ich euch nicht. Das soll keiner von euch erleben. Das ist nicht schön. Was haben wir noch? Was haben wir? Supra habe ich. Stimmt, meine stärkste Position, XRP. Bei 50x cash ich 50% aus. Auch eine sehr schöne Strategie. Wenn man keine Gewinne mitnimmt, dann war es das. Dann ist es sehr, sehr unnötig gewesen, weil es gibt auch so viele Leute, die einen kompletten Bullrun mitgemacht haben. Aber bis zum Schluss, bis zum Bärenmarkt. Was wäre bei Supra ein guter Einstiegskurs aktuell? Hey, vor ein paar Tagen habe ich erst noch eingekauft. Ich kaufe immer wieder. Ich hau nicht gleich die komplette Summe rein, sondern ich kaufe immer wieder. Wenn ich sehe, der fällt nochmal einen Cent runter oder 0,001 Cent, dann hole ich nochmal ein Stück. ICP, Internet Computer, ich muss euch leider enttäuschen, halte ich jetzt nicht so viel. Hatte seinen Hype im letzten Bullrun, denke ich, aber aktuell eher weniger. Ich denke, da gibt es bessere Projekte. Supra ist unter anderem halt, wenn man halt in ein Projekt investieren möchte, die bessere Wahl. Dann haben wir beste Kurs jetzt bei Supra, sehe ich auch so. XRP wird durch die ETFs alleine schon ordentlich scheppern. Ja, und vor allem, ich denke nicht mal, ich interessiere mich nicht mal so stark für die ETFs, ich interessiere mich eigentlich für den Nutzen. Wenn wir jetzt von den 30.000 Kryptowährungen, die wir aktuell auf dem Markt haben, oder sogar noch mehr, nur, ich sag mal 100 davon wirklich eingesetzt werden in der realen Welt von großen Unternehmen für große Transaktionen, für große, ich sag mal, Ökosysteme oder sonst irgendwas, für Gaming, für verschiedene KI-Tools, wie zum Beispiel Tau, wovon ich natürlich auch in der Zukunft ausgehe, dann werden die restlichen 30.000 oder 29.900, wie auch immer, sehr viel Vermögen dann an diese 100 Projekte verlieren, wodurch dann diese 100 Projekte steil durch die Decke schießen werden. Wirklich, aber da rede ich nicht mehr von 10, 20x, sondern langfristig sogar noch viel, viel stärkere Anstiege. Die Frage ist nur, wann wird dieser Nutzen bei den Projekten stattfinden? Wenn das stattfinden sollte, dann, hey, dann sehen wir uns alle an ganz anderen Standorten. Und das wünsche ich uns auch. Daher jetzt in gute Projekte rein, jetzt gute Projekte aussuchen und den Trip genießen. Und wenn es nicht in diesem aktuellen Zyklus ist, dann spätestens in dem nächsten Zyklus. Das ist meine persönliche Meinung, weil Blockchain-Technologie ist einzigartig. Ich weiß, ich schaue nicht immer auf die Kamera, weil ich das Ganze hier unten lese. Die Blockchain-Technologie ist einzigartig und wird die Zukunft sein. Danke, Stegi, Logo. 20 Cent Supra, geile Anwendung. Denke ich auch. Hebel kann böse ausgehen, 100%. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen, wo so viele Leute viel Geld verloren haben. Ich wünsche es euch nicht. Bitte, wenn ihr noch keine Erfahrung habt, ihr könnt mit normalen Spothandel, selbst wenn ihr wirklich auch in sehr riskante Projekte geht, mehr rausholen, als wenn ihr mit Hebel habt. Also ich sag mal Chancen-Risiko-Verhältnis. Dance gut, Stimme ist gut. Ach, Stimme ist gut. Ah, danke. Ach, stimmt, habe ich schon voll vergessen, weil ich gefragt. Beam, hier, Beam. Wo habe ich es gesehen? Nein, Beam. Beam habe ich irgendwo auch gerade gesehen gehabt. Ja, Beam auch nicht verkehrt. Habe ich persönlich nicht im Portfolio, aber habe so viel Gutes über Beam gehört. Supra am Boden, habe heute wieder zugeschlagen. Hoffe, das letzte Mal. Hey, Supra. Also ich habe jetzt einige amerikanische YouTuber auch angeschaut, jetzt heute noch, habe auch von Attila ein paar YouTuber zugeschickt bekommen, ein paar Videos, wo Supra angefangen hat, Marketing zu betreiben, und das ist schon ein sehr, sehr starkes Zeichen. Ein Projekt kann langfristig nur überleben, wenn es Marketing betreibt. Du kannst die beste Blockchain, beste Technologie haben, wenn es kein Mensch kennt, weil kein Marketing betrieben wird, dann kann das Projekt auch gar nicht steigen.
absolut in dem Punkt Anwendung sieht die Zukunft bei XRP noch rosiger aus, 100%. Also auch wenn viele XRP-Hater, auch wenn viele meinen XRP, ja, Market Cap ist hoch, ja, sie haben eine starke Moon-Fanbase, aber die Anwendung und die Technologie an sich und vor allem das Netzwerk, was XRP hat, das hat aktuell so in dem Ausmaß kein anderes Projekt. Ja, Hakan, da sich dieser Zyklus anders verhält, denke ich, dass es dann passiert, wenn es niemand erwartet. Eventuell in den Sommerzeit. Kann wirklich auch so kommen. Die Market Maker nutzen immer genau diese Strategie, indem sie den Markt überraschen. Wenn man erwartet, dass es steigen wird, dann fällt es. Wenn man erwartet, hey, das war's, dann steigt es. Und ich weiß nicht, aber ich bin Permabull. Es ist sehr, sehr schwer, weil ich diese Technologie sehr, sehr schön finde. Aber ich werde spätestens November ausgezahlt haben, egal was es ist, auch egal wo wir stehen. Ich darf mich nicht von meiner Euphorie mitnehmen lassen. DCR ist jetzt der beste Freund, 100%. Weil was willst du machen? Willst du jetzt abwarten? Wenn du die Möglichkeit hast, natürlich Geld reinzupumpen, dann mache ich das Ganze. Aber jetzt in der Phase zu verkaufen, wo man im Minus ist, wo man vielleicht ja eigentlich noch den großen Anstieg erwartet, macht ja in meinen Augen auch nicht so viel Sinn. Man muss jedenfalls nicht so lange auf Rendite warten wie bei anderen Immobilienkäufen. Ja, 100%. Auch Aktien oder wie auch immer. Hack kann wirklich so passieren. Im Sommer passiert immer die Sache, was die Masse nicht erwartet. 100%. Hey, es freut mich mit euch übrigens gerade so schön zu reden und zu schreiben. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Leute, haut mir das letzte Mal noch kurz einen Daumen nach oben da. Und man muss den Stream, beziehungsweise das Beste, was man im Leben aktuell macht, natürlich zu dem Zeitpunkt beenden, wo es am spannendsten und am schönsten ist. Ich denke, für heute machen wir es mal kurz und knackig. Und wie hieß es nochmal? Man hört dann auf, wenn es am besten ist. Genau, das habe ich gesucht. Und ich habe mich wirklich gefreut mit euch allen gemeinsam, weil wir auch so eine starke Community sind. Wir halten so schön zusammen. Wir helfen einander und wir werden hoffentlich gemeinsam alle am Ende als finanziell freie Leute aus dem Markt aussteigen, langfristig investieren. Wir werden ja definitiv, auch wenn wir Geld verdient haben, immer noch in den Markt investieren, auch wenn wir schon sehr viel Geld verdient haben, immer noch in dem Markt aktiv sein, weil das Geld muss ja ein Leben lang für uns arbeiten. Und von daher ein Like noch wäre super schön. Kannst du mal kurz Quasi Network anschauen, wenn du Zeit hast, ein neue Proof of Work. Natürlich, ich hau mir gleich dieses Projekt nochmal rein. Quasi Network. So. Quai Network. Das Ding hier. Hat 130 Millionen Market Cap. Wow, okay. Ist seit ungefähr paar Tagen auf dem Markt, seither nur am Steigen. Market Cap, wie gesagt, 130 Millionen, laut Coin Market Cap, eigene Blockchain natürlich, kein Maximalangebot, aber das Ganze wird zumindest hier angezeigt. Ob das jetzt Ganze verifiziert ist von Coin Market Cap, das wissen wir natürlich nicht. Ist auf Maxi als größte Börse gelistet, natürlich auch ein paar andere. Volumen 20 Millionen. Ich folge diesem Projekt auch direkt mal. Kann ich euch auch immer empfehlen, wenn ihr Twitter habt, nutzt das, beziehungsweise nutzt generell Twitter und folgt immer neuen Projekten. Quasi Network. Boah, das Ding sieht echt nicht schlecht aus. Rebuilding Currency. Okay, machen wir mal das Ganze auf Deutsch. Ist auf Deutsch. Worum geht das bei dem Projekt? New Financial System. Also ich kann hier noch nicht viel. Futures. What can you build? Okay, kann man verschiedene Sachen aufbauen. Ist ein Proof of Work System? Hey, ich muss mir das Projekt mal viel genauer anschauen. Proof of Work geht immer. Was haben wir noch? RBNT. RBNT. Hauen wir uns auch gleich mal rein. RBNT.
RBNT. Reveille Network. 50 Millionen Market Cap. Ist sehr, sehr stark gefallen. Umlaufangebot sehr schlecht, sage ich mal, 10%. Jetzt ist die Frage, wie ist das Wasting? Wie oft kommen Token in den Markt? Ist es monatlich? Ist es täglich? Wie viel Prozent kommen auf den Markt? Da muss man sich natürlich schlau machen. Das Ganze kann man auf Crypto Ranking gerne mal anschauen. Da kann man nämlich das ganze Projekt mal reinhauen. Wie hieß das jetzt? RBNT. Weil nur 10% aktuell ist schon gefährlich. Hier haben wir nochmal die verwässerte Market Cap, da wären es bei halber Milliarde. Ist auch ein Layer 1 Projekt, wenn es das ist, was du gemeint hast. Und Wasting kann ich hier jetzt wirklich aktuell noch nicht ersehen. Analytics, Arbitrage, Markets. Da müsste man nochmal Recherche betreiben. Aber wir können hier nochmal QY Network. Ich habe auch übrigens noch eine spannende Idee. Wahrscheinlich für euch auch sehr, sehr spannend. Ich möchte in der Zukunft ein paar Mining-Anlagen betreiben. Und Lithium, vielleicht Bitcoin und vielleicht auch noch ein paar andere Projekte minen. Wenn ihr wollt, wenn ihr Interesse an sowas habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, weil dann könnte ich zum Beispiel auf Instagram oder auch bei uns auf Telegram oder auch auf YouTube mal euch auf dem Laufenden halten. Ich habe da ein paar richtig, richtig coole Ideen und was einem auch passiv nebenbei gut Geld einbringen könnte. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mal das Ganze mal reinhauen. Ich schaue es mir nochmal viel detaillierter an jetzt im Stream, würde es viele von euch langweilen. Was denkst du, sollte man auch im Minus verkaufen? Ich hab's nicht gesehen. Verkaufen, wenn man das Gefühl hat, die Coins sind irrelevant, habe zum Beispiel ein paar Dinos aus 2021. Also, es kommt auf die Summe an. Wenn du jetzt ein gutes Projekt hast, was ist auf die Summe? Wenn du sagst, hey, Supra finde ich als Layer 1 Blockchain sehr, sehr stark. Ich habe jetzt nicht genug Supra und die Dino-Coins, die halte ich schon so lange und ich glaube nicht mehr daran. Hey, ganz ehrlich, wenn auch, ich glaube, du kommst ja auch aus der Schweiz, dann ist ja eh egal. Dann würde ich eher auf das Pferd setzen, wo du denkst, dass es mehr Potenzial bietet als die Dino-Coins, die nicht mehr so viel Sinn haben. Wenn du aber denkst, hey, die Dino-Coins könnten trotzdem Potenzial haben, wie zum Beispiel XRP, haben wir ja gesehen. Da gibt es auch Link, zum Beispiel Chainlink ist auch nicht verkehrt. Und Near-Protokoll. Und du sagst, hey, die könnten noch durch die Decke gehen, dann, hey, lass doch die Summe halt drin, wenn es nicht so viel ist. Wenn du aber sagst, ich bin felsenfest von dem Projekt überzeugt, dann natürlich verkaufen und das Projekt holen, wo man denkt, dass es durch die Decke schießen wird. Ich habe in der Vergangenheit oft umschichten müssen, weil einige Projekte sehr schlechten Chartmuster hatten, sehr schlechte Nachrichten hatten. Weil was bringt es dir, das Projekt bis zum Tod zu halten, wenn ein anderes Projekt mehr und besser kann und noch viel weniger Market Cap zum Beispiel hat? Kann man sich Pantos schon auch als Chart anschauen, auch neu. Wir können das Ganze mal reinhauen. Pantos, ich wollte eigentlich, jetzt haltet ihr mich wieder auf. Nee, ich glaube aktuell nicht. Pantos, wie ist die Verkürzung? Pantos. Sehr viele sind in das Projekt investiert. Mal schauen. Ich glaube nicht wirklich. Also zumindest kommt es bei mir nicht. Hier, doch, das. Crepan Token. Nee, ich glaube aktuell nicht. Quant und XDC. Eigentlich top ISO 20021 Projekte. Vor allem Quant mit ihrer Lösung für die Interoperabilität. Eigentlich sehr, sehr stark, aber kaum Marketing. Man hört aktuell so wenig von Quant, keine großen News, keine großen Bewegungen mehr, keine großen Schlagzeilen mehr. Sehr schade, aber ist meiner Meinung nach trotzdem ein gutes Projekt. Ist nicht in meinem Portfolio, aber muss nicht heißen, dass wenn jetzt XRP in dem globalen System, globalen Zahlungsverkehr Nutzen findet, dass dann Quant nicht irgendwie seine Rolle finden wird. XCC hab Quant zu XCC geswappt, ja. XCC
auch nicht verkehrt im Bereich Tokenisierung, sehr, sehr stark, auch ein ISO-Projekt. Ja, nicht, also ich finde generell RWA-Bereich, Real-World-Asset-Bereich, voll spannend und da kommt auch noch sehr viel Vermögen in den Kryptomarkt. Und ich denke, wir haben zum Beispiel bei, welches Projekt war das? Bei Parcel haben wir das sehr schön gesehen. Aktuell wird Parcel genutzt, aktuell wird Parcel gehandelt. Ähm, und ich denke, in der Zukunft wird es genauso sein. Also RWA und die Blockchain-Technologie sind Hand in Hand, weil man 24/7, Tag und Nacht, ohne eine Zwischeninstanz Immobilien, Wertgegenstände, allgemein reale Vermögenswerte handeln kann, was man aktuell mit keiner anderen Technologie so machen kann. Stegi, Johab Quant, achso, gemeint wäre Graph, ICP, ZIL und EGLD. Zilliqa habe ich ganz lange Zeit lang gehabt, halte ich aktuell nicht mehr viel davon. ICP, hast ja meine Meinung dazu gehört. Graph, ja, wenn KI-Hype kommen sollte, könnte es noch irgendwas machen, denke ich. Und Elrond ist schwer, ist eigentlich auch, ist sehr, sehr schwer. Sehr schwer. Ich weiß es nicht, da kann ich dir nicht helfen. Frag Attila. Ich kann keine Entscheidung für jemand anderen treffen. Ich würde mich sehr schlecht fühlen, wenn Zilliqa durch die Decke schießt und ich habe dir gesagt, nein, tauscht Zilliqa um in irgendwas anderes. Ihr wisst ja, welche Projekte ich einkaufe, aber ich möchte für niemanden, ich möchte niemanden Schaden zufügen, auch wenn es jemandem vielleicht helfen könnte, aber es ist schwer. Ich möchte für keine Sachen verantwortlich sein. Wormhole, Camino Network finde ich auch spannend. Camino Network. Ah ja, kenne ich, habe ich schon öfters mal auf Twitter gesehen. 30 Millionen Market Cap, ist auch relativ frisch, genau. Seit diesem Jahr erstmal auf dem Markt. 30%. Ja, wenn es nach Attila geht, müsste ich täglich umschichten. 30% ist relativ frisch. Aber danke, hey, ich kann dir nicht, ich kann nicht helfen. Ich kann helfen, aber ich möchte nicht dann verantwortlich sein, falls Zilliqa seine 100.000 X macht und du deswegen mir verkauft hast. Aber von Zilliqa halte ich irgendwie voll wenig. Leider. Sie hätten mehr Potenzial, aber haben das Ganze nicht ausgenutzt. Layer 1 sieht sehr, sehr spannend aus. Ja, muss ich mal auch mir viel, viel genauer anschauen. CEO Eurowings, wow, okay, CEO TUI. Es ist dann so ein Travel-Plattform, Connect Global Travel on One Plattform. Wow, das ist ein Bereich, wo noch nicht so viel auf dem Schirm haben. Das sieht echt cool aus. Hey, hau mir dieses Projekt mal gerne in die Kommentare, sage ich, in die Telegram-Gruppe. Dann schaue ich mir das Ganze nochmal viel, viel detaillierter an. Reisebranche, hey, das ist so cool. Haut es bei uns in die Telegram-Gruppe am besten rein. Dann schaue ich mir das die Tage mal viel detaillierter an. Okay, während wir hier reden, klein bisschen Bewegung bei den Altcoins, aber nicht großartig. Schon krass, Allianzen mache ich. Ja, hey, voll heftig. Danke, mein Lieber. Ich bedanke mich generell für jeden Einzelnen, der seine wertvolle Zeit mit mir geteilt hat. Wie gesagt, die stärkste, die wertvollste Ressource aktuell auf der Erde ist nicht Gold, ist nicht Bitcoin, es ist unsere Zeit. Und danke, dass ihr eure Zeit mit mir geteilt habt, dass ihr euer Wissen, eure Gedanken mit mir geteilt habt. Ansonsten sage ich, dass wir uns bestimmt beim nächsten Mal wiedersehen. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, auch gerne in die Telegram-Gruppe, welche Art von Videos ihr in der Zukunft gerne haben wollt. Wollt ihr mehr auch? Es gibt ja vielleicht irgendwas, was ihr sagt, hey, das wäre vielleicht cool. Vielleicht eine Portfoliobewertung. Vielleicht mal, wie investiere ich am besten 10.000 Euro oder 1.000 Euro? Oder wie investiere ich am besten 500 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat oder wie auch immer. Haut mir das Ganze mal in die Kommentare, dann können wir in der Zukunft bestimmt immer wieder coole Videos machen. Ich bedanke mich und damit sage ich bis zum nächsten Mal, Krypto Alphabet.